San José, Millionenmetropole im Herzen Costa Ricas. Die Stadt ist jung und lebendig. Hier wollen die Auswanderer Inken und Dieter ihre eigene Brauerei eröffnen. Wir haben uns für San José entschieden, weil San José im Central Valley liegt. Und das Central Valley beherbergt 70% der Bevölkerung Costa Ricas. Und da wir die Locals adressieren wollen und nicht vornehmlich Touristen, ist das der ideale Ort. Die 38-jährige Inken kommt ursprünglich aus Dithmarschen an der Nordsee. Ihr Mann Dieter ist 27 und Belgier. Gemeinsam möchten sie die Costa Ricaner für exotische Biere begeistern. Seit ein paar Monaten braut das Paar eigenes Bier. Noch ist alles provisorisch, doch schon bald möchten sie ihr Bier im großen Stil verkaufen. Um zu wissen, was bei den Einheimischen ankommt, bieten sie ihre neuen Sorten regelmäßig zum Verkosten an. Feedback ist immer wichtig, ne? Also vor allem verstehen, warum. Was ist eigentlich, gibt es vielleicht auch Prinzipien in Costa Rica, die ganz anders sind als woanders. Aber bisher haben wir es eigentlich nicht gesehen. Tendenz besteht schon, sie lieben ihre Früchte und mögen es auch gerne lieber süßer und kalt und erfrischend. Ja, blond das ist, glaube ich, blond auch gerne. Salut! Doch treffen sie wirklich den Geschmack der Costa Ricaner? Eine Handvoll geladener Gäste soll heute ihr Bier bewerten. Nach festen Kriterien und vor allem ehrlich. Ob ihre neuen Kreationen bei den Einheimischen ankommen, erfahren wir später. Inken und Dieter lernen sich 2016 in Hamburg kennen. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie ist eine sehr starke Frau, also starke Personalität und auch sehr intelligent. Und das ist wichtig für mich auch, dass wir interessante Conversations haben. Gespräche haben. Mhm. Und sie denkt immer an jede Person, echt eine versorgliche Person. Als sie sich kennenlernen, arbeitet Dieter als Ingenieur und ist gerade für einen Job nach Deutschland gezogen. Inken ist Pharmazeutin und arbeitet in der Forschung. Doch wirklich glücklich sind beide mit ihren Jobs nicht. Und dann ist da Dieters lang gehegter Traum von einer eigenen Brauerei. Irgendwann waren wir beide mit großen Firmen irgendwie durch und dachten, ach, wäre doch schön, was Eigenes zu machen und lass uns doch diese Brauerei-Idee verwirklichen. Und dann haben wir geschaut, welches Land ist am besten dafür geeignet. Schnell stand Costa Rica ganz oben auf ihrer Liste. Wir haben uns ganz viele verschiedene Länder angeguckt. Und Costa Rica vereint in sich einfach das Optimale, was wir gesucht haben. Wachsender Markt, ein Bierland und vor allem Lebensqualität. Also haben die beiden im vergangenen Jahr das Hamburger Wetter hinter sich gelassen, um im mehr als 9000 Kilometer entfernten San José ihr Business zu eröffnen. Meine Eltern haben gesagt, warum denn nicht in Dithmarschen? Und meine Eltern haben gesagt, Costa Rica, toll, wir kommen auch. Genau. Ja, ist auf jeden Fall hart, die Familie und Freunde zurückzulassen. Aber alle sehen, dass wir hier gut vorankommen, dass wir glücklich sind. Für ihre Geschäftsidee haben sie sich diese Halle gemietet. Bald soll hier eine riesige Brauanlage stehen, inklusive Barbereich und mit angrenzendem Biergarten. Ihre gesamten Ersparnisse von rund 80.000 € stecken in dem Projekt. Ich habe schon viele Nächte schwierig geschlafen, weil ich dachte, oh, soll es gehen? Und natürlich hat man manchmal seine Momente, wo man denkt, oh wow, haben wir uns da zu viel vorgenommen, schaffen wir das alles, aber wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt. Denn das Paar macht die Brauerei nicht alleine auf. Freundin Carolina ist Costa Ricanerin und ebenfalls mit an Bord. 3 Nationen, eine Leidenschaft, Bier. Wir haben alle einen unterschiedlichen Hintergrund, aber die gleiche Entscheidung getroffen. Und ich denke, Dieter und Inken hatten keine Lust mehr auf die kalten Winter. Stimmt. Und auf unsere Jobs. Ja, Caro ist eine Riesenhilfe für uns. Ohne Caro wären wir verloren. Das ist wirklich eindeutig. Ja. Weil man so viele Dinge regeln muss. Und wenn man nicht aus Costa Rica kommt, weiß man einfach gar nicht, wo man hingehen muss. Aber auch Carolina profitiert von den Auswanderern. Planungen, das habe ich vor allem von ihnen gelernt. Ich war so, wow, die wissen echt, wie man Dinge plant. Gemeinsam sind die 3 ständig auf der Suche nach Inspiration für neue Biere. Und die finden sie meist auf dem Wochenmarkt.
Für uns ist ganz wichtig, nicht nur einfach belgisches, deutsches Bier nach Costa Rica zu bringen und das wie einen Stiefel durchzuziehen. Wir wollen die kostarikanische Kultur da integrieren. Und deswegen werden wir sehr, sehr viele Früchte, Kräuter, Pflanzen insgesamt fürs Brauen verwenden. Denn die tropische Natur Costa Ricas bietet eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt an exotischen Lebensmitteln. Manche Arten wachsen nur in Costa Rica, sonst nirgends auf der Welt. Also es gibt immer was Neues zu entdecken, das ist unglaublich. Ja. Eine reiche Vielfalt, ideal zum Experimentieren mit neuen Biersorten. Ich habe gesehen, dass viele Früchte verschwinden, weil die Menschen immer mehr zu den kommerziellen und weit verbreiteten Lebensmitteln greifen. Wir essen viel Papaya und Ananas. Aber wir essen kaum noch Dinge wie solche Caimitos. Deshalb möchten wir diese fast vergessenen Lebensmittel wieder aus der Versenkung holen und den Menschen helfen, ihr Land neu zu entdecken. Auch Inken und Dieter wollen Costa Rica weiter entdecken. Ihre neue Heimat, in der sie schon nach wenigen Monaten erste Freundschaften knüpfen konnten. Dank Carolina haben sie schnell Anschluss gefunden. Sie unternehmen viel und gehen regelmäßig aus. Das Schöne an den Costa Ricanern ist, dass sie total offen sind und einen ganz herzlich aufnehmen. Auch Inken und Dieter sind kontaktfreudig. Ihnen ist es wichtig, sich zu integrieren. Spanisch wollen sie schnell lernen. Die beiden passen gut nach Costa Rica. Sie sind sehr nett. Wir lernen gegenseitig viel voneinander und ich kann mich mit ihnen über alles unterhalten. Ihre Freunde glauben, dass die Auswanderer Erfolg in Costa Rica haben werden. Aber dafür muss vor allem ihre Geschäftsidee stimmen. Zurück in der Brauerei. Hier lassen die Jungunternehmer regelmäßig ihre neuen Biersorten von Einheimischen verkosten. Nur die Biere, die am besten ankommen, sollen auch in großen Mengen produziert werden. Jedes Mal, wenn man mit neuen Leuten Biere testet, ist jedes Mal wieder aufregend. Bislang kamen ihre Kreationen gut an. Werden sie auch heute den Geschmack der Costa Ricaner treffen? Das Bier schmeckt sehr gut. Es ist erfrischend und fruchtig. Ich kann mir gut vorstellen, es mit Freunden an einem heißen Tag am Strand zu trinken. Ich finde es sehr erfrischend. Perfekt für warme Tage wie heute. Ich denke, dass es vielen Leuten gefallen wird. Die Verkostung ein voller Erfolg. Ja, es ist echt cool, sowas zum Leben zu erwecken. Weil es ist erst totale Theorie. Und jetzt gerade, wenn die Brauerei Stück für Stück wächst, ja, es ist ein geniales Gefühl. Ja, und es fühlt auch gut, um unser eigenes Geschäft zu haben, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Ja, dass wir alles selbst können. Ja, es macht viel Spaß. Mit jeder Menge Zuversicht gehen die Auswanderer nun die nächsten Schritte. Im Mai soll ihre Brauerei offiziell eröffnet werden.